Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, in der Messerverbotszone Nummer 1. Hier geht es jetzt also nicht um das Schnitzen, sondern es geht um das politische Stück Holz. Messerverbotszone, weil wir sind hier ja auch legal unterwegs. Ja. Unser Messer ist unter 6 cm lang. Wir sind hier legal unterwegs, passt alles von der Klingenlänge her. Übrigens, wenn ihr ein Schnitzmesser haben wollt, ich verlinke das unten in den Shownotes, ja, dann sind wir hier sehr gut ausgestattet, dass wir das politische Stück Holz bearbeiten können, denn der Schnitzer fragt sich ja, was kann weg, was muss weg vom Material, schnibbel die Schnipp, schnipp, schnapp, was kann weg, dass am Ende was Schönes dabei rauskommt. Wie kommen wir also ringsherum um die Luftrisse, um die Äste und Fehlstellen, dass wir das Bestmögliche aus dem Holz herausholen. Tja, nun gut, wenn wir so in das politische Geschehen unseres Holzstückes hier zu Lande schauen, dann sieht es leider nicht allzu gut aus. Ich hoffe, ihr habt euch deshalb auch ein schönes Getränk schon besorgt, dass euch das Ganze nicht im Halse stecken bleibt. Nun habe ich hier auch mein kleines Gliederpuppenmännchen. Uns wird ja so vielleicht vorgeworfen, er würde den Arm insgeheim rechts erheben, er hätte so den Zwang, dass er ihn rechts erheben will. Das kann ich ja nicht so ganz sehen. Ich sehe eher so eine geknickte Emotion und wenn ich mich so umhöre, dann scheint es viele von euch auch so zu gehen, ja, dass sie traurig sind über den Zustand des Landes. Das hat nichts mit Rechtsextremismus, Rechtsradikalität oder irgendetwas dergleichen zu tun, sondern das ist legitim. Dafür muss sich also niemand schämen und darüber können wir doch reden. Ja? Ich habe mir zum Beispiel mal über die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn ich jetzt hier mal auf Hell gehe, dann ist hier der Oppositionsführer von der größten Oppositionspartei. Mir geht es jetzt nicht um die Person oder so, also da um Gottes Willen, ja bitte nicht mich hier irgendwo einordnen, sondern mir geht es um die Themen, die er so anspricht oder auch das, was davor war. Wir hatten ja jetzt hier diese Generaldebatte oder diese Debatte um die Außengrenze, um die Migration, die Grenzsicherung, wo Faeser also nach 3 Jahren Amtszeit begonnen hat zu arbeiten. Ja, man hat sich wirklich gefragt, was hat sie die ganze Zeit eigentlich zuvor gemacht? War dort Faeser auf Betäubung? Captain Kirk, ja, das war die Lieblingsbeschäftigung von Captain Kirk, dass er den Faeser auf Betäubung gesetzt hat, sozusagen um die gegnerischen Raumschiffe außer Gefecht zu setzen. Man fragt sich, war sie die ganze Zeit auf Betäubung? Ja, da war irgendwas. Cannabis-Legalisationsgesetz. Ich vermute da so gewisse Dinge. Ich weiß es nicht, ich will es niemand unterstellen. Wir wissen nicht, was da los war. Auf jeden Fall hat sie dann am Montag begonnen zu arbeiten, die Befehle an die Bundespolizei rauszugeben, dass jetzt die Grenzen zu sichern seien, was sich ja etliche von euch, von den Menschen hier im Land wünschen. Und jetzt ist es wieder so, dass anscheinend nichts passiert ist. Und wenn wir jetzt uns hier mal diese Generaldebatte im Bundestag vielleicht so ein bisschen reinschauen, das würde ich gern tun, mal das eine oder andere sich anhören, ja, unabhängig von der Person, da sind wirklich gute Themen dabei, die ich auch gerne bearbeiten, gerne setzen würde, dann ist das schon ziemlich gut. Ja? Weil es ist wirklich schade, wenn die Dinge nicht besprochen, nicht bearbeitet werden, gerade von den Leuten, die das eigentlich sollten, deren Aufgabe das ist, die dafür gesetzt, gewählt wurden, ins Amt gesetzt wurden, ja, dass sie auch geltendes Recht sozusagen anwenden, ja, und nicht nur ihr politisches Wünschen oder ihre Ideen oder so irgendwo da umsetzen, sondern eben auch tatsächlich für Sicherheit und Ordnung sorgen, weil ja die innere Sicherheit gefährdet ist. Aber nun ist es so, erstmal einen Schluck nehmen, dass es nicht nur die innere Sicherheit ist, sondern wir können eigentlich egal in welche Richtung gucken, überall sind die Baustellen massiv, ja, extreme Schlaglöcher auf deutschen Straßen sozusagen, überall sehen wir im Holz, wenn ich das jetzt auf meine schnitztechnischen Dinge übertrage. Überall sehen wir im Holz die Fehler, da sind überall massive Äste, Risse. Dieses Holz scheint völlig verwittert, unbrauchbar mittlerweile zu sein. Ist Deutschland der kranke Patient Europas? Was ist eure Meinung? Schreibt es gerne unten rein. Wir hören kurz rein bei der Debatte hier aus dem Bundestag. Heute, 11. September, ist das Ganze aufgezeichnet. Einer der ganz wesentlichen Faktoren für die Dysfunktionalität unseres Arbeitsmarktes
ist das von dieser Koalition eingeführte sogenannte Bürgergeld. Um einfach mal auch hier die Zahlen zu nennen. Wir haben in Deutschland fast 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger. 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger, das ist übelst krass, ja. Er sagt dann jetzt gleich noch 4 Millionen davon sind Erwerbsfähige, ja. Also wenn jemand da gelandet ist, will ich ihm keine Vorwürfe machen, dann ist das natürlich auch eine gute Absicherung. Aber das Problem ist ja, dass es flächendeckend weitestgehend von sehr, sehr vielen dieser Empfänger, also wahrscheinlich ungefähr mindestens von der Hälfte ausgenutzt wird. Und was ich noch vergessen habe, die Stelle, wo er hier Saskia Esken. Ach, Frau Esken. Vielen Dank für Ihren Zwischenruf. Und ich wünsche mir viele weitere Fernsehauftritte von Ihnen. Wenn Sie so weitermachen, dann schlage ich Sie noch als Ehrenmitglied der CDU vor. Machen Sie so weiter. Machen Sie so weiter mit Ihren Zwischenrufen und Ihren öffentlichen Auftritten. Saskia Esken, eine der unbeliebtesten Politikerinnen in Deutschland, ihr eigener Landesverband oder da, wo sie halt herkommt, die Leute mögen sie nicht mehr, die haben massiv gegen sie Stimmung gemacht. Sie ist die unbeliebteste SPD-Politikerin und das ist wirklich eine Zumutung, sich ihre öffentlichen Auftritte, ihre Aussagen, das, was sie im Fernsehen von sich gibt, das ist unerträglich eigentlich mittlerweile anzuhören. Sie wird abgewählt werden, sie wird in Zukunft, sie spielt jetzt schon keine bedeutende Rolle, sie bildet sich das vielleicht ein, aber sie ist die unbedeutendste Politikerin wahrscheinlich im Deutschen Bundestag. Hat Merz eigentlich gut erkannt, ja, und macht dann hier ein paar schöne Punkte. Mit dem Bürgergeld, das haben wir jetzt schon gehört, ja. Machen wir weiter. Hier die Zahlen zu nennen. Wir haben in Deutschland fast 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger, von denen sind gut 4 Millionen erwerbsfähig. Herr Bundesfinanzminister, Sie haben gestern hier betont und offensichtlich betonen müssen, das dürfe man nicht als ein bedingungsloses Grundeinkommen verstehen. Aber die Mehrzahl der Bevölkerung versteht es genau so. Und in jedem zweiten Betrieb sagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile, ich gehe jetzt ins Bürgergeld. Das ist doch genau das Problem. Was ist das hier? Ja, da wird nicht mal zugehört. Da geht es ja auch um die Finanzen. Ist ja sein Ressort, ne? Spielt am Handy rum. Interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist unfassbar, ja. Da tut sozusagen die größte Oppositionspartei mal echte Punkte machen und sagen, ja, wo sind die Probleme? Und das ist doch auch so, ja. Darüber regen sich etliche auf, ja, über dieses Bürgergeld, ja, dass das Leute empfangen, die nie ins System eingezahlt haben. Es kann irgendwo nicht wahr sein, was da abgeht. Und er spielt auf dem Handy rum. Damen und Herren, und dieses Problem werden Sie nicht lösen, wenn Sie das ganze System nicht wieder vom Kopf auf die Füße stellen und wenn nicht wieder der Grundsatz gilt, dass in diesem Land derjenige, der arbeitet, nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen mehr verdient als derjenige, der nicht arbeitet und soziale Transferleistungen bekommt. Wenn Sie das nicht machen, werden Sie das Problem nicht lösen. Also da hat er auf jeden Fall recht. Wenn Friedrich Merz vielleicht etwas kann, ich will mir jetzt hier ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dann ist es wahrscheinlich Arbeiten. Viele werfen ihm ja vor, er will jetzt hier versuchen irgendwie zu rocken oder so. Das Einzige, was er wirklich kann, ist Black Rocken. Das war ja der wichtigste Mann von BlackRock, also dem amerikanischen Vermögensverwalter. Es gibt 3, Vanguard, State Street und BlackRock. Das sind die 3 größten Vermögensverwalter dieser Welt und da war der in Deutschland hier also einer der führenden Männer. Der ist selber Multimillionär und fliegt mit Privatjet und so draußen rum. Er fragt sich, was der hier eigentlich will, ja. Und viele werfen ihm ja auch vor, ja, der labert nur und der macht nichts oder so ungefähr. So ähnlich hat sich dann auch übrigens Scholz in seiner Rede geäußert, aber dennoch, ja, es sind wenigstens, sage ich mal, die richtigen Punkte tut er nennen und vortragen. Ich sehe ihn auch gespalten. Schreibt es gerne in die Kommentare. Siehst du Friedrich Merz als seriösen Politiker und traust du dem was zu? Oder kommt da nur sozusagen Quark von ihm? Wie ist da deine Meinung? Schreib es gerne unten mit rein. Ja. Aber hier vertritt er natürlich auch die Kernpositionen, Kernwerte. Ludwig Erhard, freie Marktwirtschaft, Wirtschaftswunder, ja, war ja
der Wirtschaftsminister schlechthin der CDU in der Nachkriegszeit, Ludwig Erhard. Und da ist er jetzt hier ganz dabei. Und da bin ich voll d'accord, ja. Eigenverantwortlich zu arbeiten, der eigenen Hände Arbeit, das soll wieder ein Wert sein, ja. Nicht, dass ich irgendwo alimentiert werde, unterstützt werde, irgendwoher mir wundersam Geld zufällt. Nein, jeder muss für das, was er ist, letztendlich selber das auch verdienen oder für seine Miete, für sein Haus, was weiß ich. Das muss aus der eigenen Hände Arbeit herauskommen, weil das den Menschen schlicht und einfach nicht gut tut. Ja, da gibt es ja, könnten jetzt weit ausholen, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber hören wir einfach weiter rein. Und das Ganze, Herr Bundesfinanzminister, ist das krasse Gegenteil von dem, was Sie gestern von dieser Stelle aus gesagt haben. Es ist eben nicht eine durchgreifende Verbesserung der Angebotsseite. Sie verschlechtern mit jeder Entscheidung, die Sie in Ihrer Koalition treffen, die Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Wirtschaft. Die Zahlen sind doch genannt worden, die Unternehmen auch. Wir verlieren massenhaft Industriearbeitsplätze. Und der Bundeskanzler, ich war es überhört haben, aber dass Sie heute Morgen in Ihrer Rede kein einziges Wort zu Volkswagen gesagt haben, kein einziges Wort zu den Unternehmen gesagt haben, die zurzeit in 4- und 5-stelliger Zahl Beschäftigte entlassen, zeigt doch, in welcher Welt Sie leben. Sie sind nicht mehr in diesem Lande unterwegs mit dem, was Sie hier heute Morgen vorgetragen haben. Ihre Wirtschaftspolitik ist nicht mehr marktwirtschaftlich orientiert. Ihre Wirtschaftspolitik ist eine Politik der beständigen Intervention in den Markt. Wir bewegen uns mehr und mehr in die Richtung einer Planwirtschaft. Schlüsselsatz, ja, Interventionen in den Markt. Also ich sehe das eigentlich genauso. Man könnte das jetzt auch hier noch weiter ausbreiten. Die Staatsquote, diese antimarktwirtschaftlichen Interventionen, die schlechteste Position innerhalb der Regierung ist da definitiv zu nennen Robert Habeck, ja, mit seinem Energiewendegesetz und so, was alles nur funktioniert durch die Subventionen des Staates, die dort also massiv eingreifen, dass Windrädchen überhaupt hingestellt werden. Ja. Wenn wir einen freien Markt hätten, wo sozusagen die Gesetze des Marktes das irgendwie regulieren müssen, würden dann wirklich Windrädchen dastehen? Großes Fragezeichen. Ja. Ich bezweifle es. Davon ist mal nicht auszugehen, ja, weil durch eine privatwirtschaftliche Organisation würde das effizienteste gewählt werden, das, was den Betreibern sozusagen am meisten einbringt, ohne Subventionen. Ja. Das Ganze mit den Windrädchen funktioniert zum Beispiel nur durch Subventionen. Ja. Oder auch das ganze Thema E-Auto ist massiv subventioniert. Ja. Diese Kernentscheidungen von Volkswagen oder so sind alle beeinflusst auch durch die Regierung, weil die ja mit der Landesregierung in Niedersachsen verbandelt sind. Und da haben wir also sehr viele, die ein ideologisches Gedankengut vertreten, das versuchen mit dort reinzubringen und die Entscheidungen der Vorstände auch von ihrem Wohlwollen abhängig gemacht haben. Das ist einfach so, dieses Herumpfuschen im Markt, und dadurch werden die Gesetze des Marktes behindert. Ja. Wenn ich einen Motor, der sich drehen soll, andauernd irgendwo reinfunke oder irgendwas reinsteckt, dass die Zahnrädchen durcheinander gewirbelt werden oder kaputt gehen gar, dann wird dieses Ding nie richtig zum Laufen kommen. Und genau an diesem Punkt stehen wir aus meiner Sicht eigentlich mit der deutschen Wirtschaft. Ja. Dieses Herumpfuschen herumfuhrwerken, mit dem Schnitzmesser vielleicht so, keine Ahnung. Da ist die große Frage, was kann weg? Ja? Es müssen die Subventionen weg. Ja? Natürlich kann es irgendwo auch nicht sein, dass ständig gigantische, milliardenschwere Rettungspakete für im Grunde genommen privatwirtschaftliche Unternehmen wie die Automobilindustrie geliefert werden müssen. Da muss man am Ende auch mal die Realität, klare Worte sprechen lassen. Das war ein totaler Schwachsinn, den sie da gemacht haben, dieses Herumfuhrwerken, dieses gezielte Lenken irgendwo, und dass es nicht mehr marktwirtschaftlich zuging. Das ist doch auch das, worunter wir jetzt leiden. Ja. Und wenn China halt besser ist, ja, dann müssten wir uns hinsetzen und uns fragen, was ist unsere Kernkompetenz, wo sind wir gut, wo können wir besser werden und wie können wir wieder Deutschland on top heben. Und das hängt eben auch mit einer
ordentlichen Energiepolitik zusammen. Ja? Wenn das alles zu teuer ist, Strom- und Energiekosten viel zu überteuert sind, dann ist es logisch, dass dieser Wettbewerbsstand hier nicht mehr gehalten werden kann. Ja? Dass wir dadurch einen Wettbewerbsnachteil haben als Land. Das heißt eigentlich, Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass der Strom günstig ist, dass Energie ordentlich bezahlbar ist, dass dadurch Unternehmen ermutigt werden zu investieren, und dann hat der Staat sich bitteschön rauszuhalten. Ja. Der Staat ist der schlechteste Unternehmer, den es überhaupt gibt. Und da bin ich eigentlich hier auf der Seite von ihm, oder sage mal dieser Historie, die er so ein bisschen vertritt. Ja. Was die jetzt aktuell so machen, da bin ich auch nicht so einverstanden. Und das Problem ist, dass sie immer viel ankündigen und viel wollen, aber dann nicht umsetzen und zugleich auch noch für das Chaos, was wir jetzt haben, verantwortlich sind mit 16 Jahren Angela Merkel. Was ist deine Meinung darüber? Schreib es gerne unten rein, ob sie an diesem Desaster, was wir jetzt zu erleiden haben, schuld ist oder ob sie die Hauptverantwortung trägt oder ob es die Ampel ist. Was ist deine Meinung? Schreib es gerne unten rein und wir hören hier weiter rein. Und Herr Habeck ist genau der Repräsentant für diese Politik. Er erklärt uns ja öffentlich, das sei nun die moderne Wirtschaftspolitik und das, was früher gewesen wäre, sei die alte Wirtschaftspolitik, die nicht mehr zukunftsfähig ist. Meine Damen und Herren, es gibt nicht alte und neue Wirtschaftspolitik, es gibt gute und schlechte Wirtschaftspolitik. Und Sie sind zurzeit mit der schlechtesten Wirtschaftspolitik unterwegs, die dieses Land seit Jahrzehnten gesehen hat. Das stimmt, das ist exakt richtig. Seit Jahrzehnten die schlechteste Wirtschaftspolitik. Das sind diese Kernfaktoren. Energie, ja, Wirtschaft. Das hat doch dieses Land immer ausgemacht. Ja. Wenn das nicht mehr hochgehalten wird, sondern durch eine grüne Ideologie runtergefahren werden soll, dass die Wirtschaft sich jetzt beispielsweise nach dem Angebot der Energie richten soll, wenn die Erneuerbaren denn dann mal auch liefern, wie sie ja sollen, ja, wenn dann mal der Strom aus den Solarzellen kommt, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht, dann soll die Wirtschaft dann produzieren. Man fragt sich, das ist doch komplett irre, was da aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Ja. Wir haben doch eine Industrie, die 24 Stunden durchgehend an jedem Tag der Woche produziert, und wenn sie das nicht tut, ja, dann sind wir weg vom Fenster und dann bricht hier so einiges in diesem Land zusammen. Also das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Ja. Wir müssen zurückkehren zu einer Wirtschaftspolitik, die die Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen in Deutschland verbessert und nicht nur für diejenigen, die eine besondere politische Aufmerksamkeit oder Zuneigung aus ihrer Regierung erfahren. Wir brauchen eine Energiepolitik, die alle Möglichkeiten ausschöpft der Energieerzeugung, nicht nur Wind und Sonne. Und da Sie nur mittlerweile mehr wissen, wo Sie aussteigen, als wo Sie einsteigen, sage ich Ihnen, wir werden wahrscheinlich gar nicht umhin kommen, Energiepartnerschaft mit unseren Nachbarn in der Europäischen Union einzugehen, einschließlich von Unternehmensbeteiligungen und dem Bau von Kernkraftwerken und anderen Kraftwerken, die Sie, die Reaktion... Die Gesichter von der SPD gesehen. Ach, du liebe Zeit, da werden die Ohren gespitzt. Aber ja, es ist exakt richtig. Ideologie geschlossen sind wir. Wir sind nicht mehr technologieoffen, ja, wie das doch der gesunde Menschenverstand gebietet. Das Beste setzt sich durch, ja, in der Marktwirtschaft. Das, was am effizientesten ist, was am wenigsten Ressourcen verbraucht, was die Umwelt am meisten schont, ja, wo am meisten Leute davon sozusagen eine Wertschöpfung erfahren können. Und bitteschön, das ist aktuell auch das Thema Kernenergie. Und wir haben neue Entwicklungen, Dual-Fluid, Reaktoren, die dort entwickelt und gebaut werden, sollen jetzt in Ruanda getestet werden. Wenn das Pilotprojekt dort gut läuft, dann kann es sein, dass in 10, 15, 20 Jahren Ruanda an einem Top-Level steht, vielleicht sogar Deutschland wirtschaftlich überholt hat, weil sie dann etliche dieser Kraftwerke gebaut haben. Die haben dort auch Rohstoffe natürlich in Afrika, dann kann das dort mit verarbeitet werden, wandert die Industrie vielleicht eines Tages nach Ruanda ab. Ich spinne jetzt einfach mal. Aber diese Dual-Fluid-Firma, ein deutsch-kanadisches Projekt, die wollen jetzt in Ruanda starten, weil das hier natürlich hierzulande überhaupt nicht mehr möglich ist, weil wir ja wissen, wir wollen da aussteigen und da gibt es so eine gewisse, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, eine politische Kaste, die das überhaupt nicht will, und sie tragen die Farben, ja, so wie dieser Stift hier. Ihr wisst, was gemeint ist, ja, und jetzt werden sie auch noch zunehmend eher, gehen sie ins dunkle Grün hinein, werden immer dunkelgrüner.
Also das ist irre, ja, nicht mehr technologieoffen. Wir haben die super Ingenieure, ja, und diese Lehrstühle, wenn dort immer weniger Leute jetzt ausgebildet werden, dann bröckelt das zusammen, ist schon dabei, fast schon am Nullpunkt, ja, und wenn das dann einmal weg ist, wie schwer wird das sein, das wieder hochzufahren, ja, das ist ja wie so eine Rakete, wenn die starten will, dann verbraucht sie die meiste Energie, wenn das wieder hochgefahren werden soll, das wird irre aufwendig und der Tag wird aber kommen, wo das geschehen werden muss, weil das andere nicht funktioniert. Mit einem Flatterstrom kannst du eben kein Industrieland, keine Exportnation werden. Das funktioniert nicht, den Stahl damit zu schmelzen und das Aluminium und alles zu verarbeiten, zu veredeln oder komplizierte Dinge herzustellen. Also das wird super schwierig. Kernenergie kann natürlich ein Schlüssel sein, weil durch diese neue Technologie auch sozusagen Abfälle verbrannt werden können und man viel weniger Müll hat. Also das ist eine ganz neue Technologie und außerdem tun ja unsere Nachbarn ringsherum das ganze Thema mit hochziehen. Polen, nehmen wir mal nur dieses Beispiel, die an der deutsch-polnischen Grenze Kraftwerke bauen. Ja. Das ist doch, man fragt sich, das ist komplett irre. Ja. Das ist gar nicht so weit weg dann von Berlin, sozusagen diese neuen Kraftwerke und das ist dann, müsste aus deren grünen Sicht doch genauso schlimm und dramatisch sein, vielleicht sogar noch viel schlimmer von der Sicherheitslage oder so her, wenn sie wirklich dieser Meinung sind. Da kommt ja auch keine Reaktion. Ja? Da könnten sie doch auch die Partnerschaft mit Polen irgendwie beenden. Und das ist ja auch völlig ausgeschlossen, solche Dinge. Ne? Man merkt, wie Deutschland sich isoliert, wie abnormal, wie absonderlich dieser Weg ist. Realitätsverlust, die Worte sind ja auch schon gefallen. Ja? Sie leben nicht in der realen Welt, sie leben in einer ideologischen Scheinwelt, träumen von einem Schlaraffenland, wo sie allen irgendwas geben können und so weiter und aussteigen, nur noch mit Erneuerbaren arbeiten, wenn es denn funktionieren würde, ja. Aber das ist eben nicht der Fall. Nicht klar, die Reaktion ist völlig klar, aber Sie kriegen ja noch nicht einmal die Gaskraftwerke gebaut, die wir nach Ihrem eigenen Bekunden in der Größenordnung von 50 Kraftwerken in Deutschland brauchen. Nicht eins genehmigt, geschweige denn eins im Bau oder gar am Netz. Sie kriegen in der Energiepolitik nichts mehr hin, meine Damen und Herren, gar nichts mehr hin. Wir brauchen andere Formen der Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur. Ich komme gleich noch kurz auf die Staatsfinanzen zu sprechen. Aber meine Damen und Herren, glauben Sie denn im Ernst, dass die Infrastruktur, die wir brauchen, alle nur aus öffentlichen Kassen bezahlt und finanziert werden kann? Wir brauchen eine Finanzierung natürlich aus öffentlichen Kassen, aber natürlich auch aus Nutzungsentgelten und privaten Mitteln. Es gibt genügend Investoren, die bereit sind, in Deutschland in die Infrastruktur zu investieren. Aber wenn Sie das nicht erlauben, wenn Sie das verbieten, dann kommen Sie zwangsläufig zu einer Diskussion über die Schuldenbremse. Und jetzt geht es hier um die Schuldenbremse und dass halt die anderen Schulden machen wollen, er nicht, sondern er will das mehr privatwirtschaftlich lösen. Finde ich eigentlich einen sehr guten Ansatz. Wie ist deine Meinung? Bist du eher der Meinung, der Staat sollte sehr stark sein in diesen Dingen und das lösen? Oder würdest du sagen, die private Wirtschaft kann das besser? Also ich bin auch der Meinung, ich würde mich dem dann hier mehr anschließen, ja, dass man wirklich sagt, privatwirtschaftlich, weil wir haben viel zu viele staatliche Interventionen, wie angeklungen ist, wie ich zum Teil auch mit ausgeführt habe. Ja, also wo der Staat überall drin rumfuscht und ich bin der Meinung, der Staat ist der schlechteste Unternehmer. Wenn man also gute Rahmenbedingungen schafft von günstigem Strom, von einer guten Energiepolitik und dann privatwirtschaftliche Unternehmen, Initiativen hier auch machen lässt, ja, dann sollen sie sich bewähren und das bestmögliche Ergebnis dafür herausarbeiten. Früher zum Beispiel, wo es noch den Berufsstand der Handwerker des Pflasterers gab, ja, da war das so gewesen, dass die natürlich eine super Arbeit geleistet haben, aber dann war es auch so, dass die Baufirma, das Unternehmen, also man sagt das ja so aus heutiger Sicht, aber damals waren das dann meinetwegen Zünfte oder irgendwelche Handwerksmeister, die für diesen Straßenzug, für diesen Platz verantwortlich waren. Ja. Wenn dort irgendein Frostschaden war, wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, man kann diese gesetzlichen Rahmen der ringsherum machen und sagen, wenn ihr diese Straße gebaut habt, dann erwarten wir, dass ihr das nach bestem Wissen und Gewissen tut, weil ihr werdet dann für 20 Jahre für diese Straße verantwortlich sein. Ja? Und dann werden wir ja mal sehen, ob die Schlaglöcher genauso vielzahlig und
groß sind, wie das jetzt überall der Fall ist. Ja. Also wenn man da draußen rumfährt, das ist ja irre, was abgeht. Ja. Bin jetzt hier mal ein Stück Autobahn wieder ringsherum um Berlin gefahren. Ja. Da sind dort Schilder, Sie müssen jetzt hier 60 fahren. Dann steht dort ein Blitzer, der auch auf 60 eingestellt ist, weil dann noch ein Schild, da steht, das sind Straßenschäden, ja, Sie müssen jetzt langsam fahren. Und das ist ja mittlerweile überall Straßenschäden, Straßenschäden, Straßenschäden. Und man sieht das ja, überall wo der Staat sozusagen verantwortlich ist, da läuft es ja auch nicht. Da ist jetzt eine Brücke hier in Dresden zusammengebrochen, wo die Straßenbahn drüber gefahren ist. Ist ja irre, ne? Was ist denn, wenn die nächste Autobahnbrücke kollabiert? Vor dem Punkt stehen wir doch schon. Ja, Lüdenscheid, da ist schon die eine Brücke gesperrt worden, wo jetzt die alle durch die Stadt fahren müssen in NRW. Was sind das für Zustände? Ja? Was geht hier ab? Ja? Also es ist krass. Macht was, liebe Leute, im Bundestag, in der Regierung, der Politik. Da kommt aber nichts. Ja. Die Ampel ist dermaßen desaströs, dass man den Eindruck hat, alles zerbröckelt. Schreib deine Meinung gerne ins Video unten rein. Es hat mich gefreut, dass du mit dabei warst. Vielleicht sehen wir uns in einem weiteren Video hier wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Ja. Bleibt immer schön safe und nicht vergessen, Messer unter 6 cm. Wir messen nochmal nach. Also das stimmt wirklich, wir sind hier auf der richtigen legalen Seite. Wir sind jetzt hier exakt bei 48 mm. Da sind wir noch ganz gut unterwegs. Wenn ihr ein Schnitzmesser haben wollt, könnt ihr euch gerne unter dem Video eins bestellen bei dem Herrn Spangler. Das ist mein Partner im Bereich dieser Schnitzmesser und Schnitzwerkzeuge. Der wird das für euch abwickeln, der das auch sehr gut macht und andere schöne Sachen hat. Guckt da gerne mal rein. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Bis zum Wiedersehen und tschüss.